Moinsen Leute, willkommen hier zu The Walking Dead Survivors und die Season X ist zu Ende und wir bekommen jetzt eine neue Season und die neue Season heißt Season X. Okay, alles klar. Okay, aber die Season X hat ein Motto, ja, in Desperate Search. Und ja, der Seke, der sieht hier mal wieder wie so ein Gauner aus. Und wir gehen das mal ganz kurz durch. Und dann gehen wir noch in diesem Video durch, wie Server 20078 kommende Season gegen Server 20009 kämpft. Ja, jeder Server hat noch einen kleinen Partner-Server mit dabei. Ja, und Server 20009 ist echt ein Schwergewicht. Aber Server 20078, die haben sich gemacht. Und ich bin gespannt, wie sie sich in dieser Season halten werden. Und ja, ob wir den, wo ich jetzt auch drauf bin, ob wir den Sieg erringen können gegen Voldemort. Und wir gehen aber erstmal hier die Season X durch. Und zwar seht ihr das schon mal hier, das habt ihr nicht in-game, ich weiß nicht warum, ja, irgendwie ist das total verkorkst. Normalerweise kriegst du eine Info vorher und da werden noch ein paar Spielchen auf Facebook gemacht, wer könnte das sein? Dieses Mal war irgendwie tote Hose. Okay, gut, also das ist die Season X und wir swipen mal nach rechts, das sind die Communities. Level 51 und 52, 53, 54 und der Tattoo-Shop. Ja, hier Tattoos. Dementsprechend sind auch die Feinde angepasst worden. Das seht ihr hier im Hintergrund. Das sind die Rewards. Ein Rathaus-Skin, 1, 2, 3, 4, 5 Sterne und natürlich die wunderbaren Rahmen. Die Rahmen sehen eigentlich nicht schlecht aus. Wobei, ich würde gerne lieber den Rahmen haben, der mit der Kette am Kreuz hier, ne? Mit dem Kreuz da. Der sieht schick aus. Ja, die anderen, die sind immer so klobig. Okay, gut. Die müssen vielleicht noch ein bisschen animiert werden. Und ich hoffe, das kommt nicht. Irgendwann werden die Rahmen bestimmt auch Buffs haben. Ja, hast du den Rahmen, kriegst 0,5% Angriff und so. Ich hoffe nicht. Hab's in vielen Spielen gesehen und wir gehen jetzt mal rein hier in mein Spiel. So, wir sind jetzt in meinem Account drinne und wir schauen uns das Ganze erstmal an. Wir gehen auf Battles, dann auf... hier oben bei Ezekiel und auf Regions und sehen, ja, Server 20049 und Server 20078 kämpfen zusammen gegen Server 20070 und Server 20009. Nun kenne ich richtig viele Spieler vom Server 20049 und von dem Server 20009. Ihr seid alle herzlich gegrüßt. Ich hoffe, es läuft friedlich und alles entspannt ab. Und ja, ich hoffe, es gibt keine Absprachen, sondern es wird gekämpft. Ich bin froh, dass wir nur einen großen oder gegen einen großen Server kämpfen, weil es ist nun mal so, wenn du viele große Server hast, ja, die gegeneinander spielen, es gibt immer Absprachen. Und wohin Absprachen führen, das haben wir ja gesehen. Das ist total Rotze, ja. Von daher, das ist eine perfekte Paarung, ja, egal welcher Server das jetzt wäre, aber 2 gegen 2, das ist super. Ja, da kann man sich nicht groß absprechen oder irgendwelche Vereinbarungen treffen. Und wie gesagt, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vom Server 20049 kommt, vom Server 20078, 20009 oder sogar vom Server 20070, ja. Und wie gesagt, IMAX kann sich jetzt, ja, beweisen gegen Voldemort. Wir können uns ja IMAX mal nochmal ganz kurz angucken. So, wir gehen mal kurz zurück. Denn auf Power, hier IMAX. So, ne, also IMAX hat ganz schön aufgeholt. Er hat 774 Millionen Combat Power und seine Gesamtkraft beträgt 1,2 Milliarden. Gut, Voldemort hat so ungefähr, ich denke mal, über 800 Millionen Kampfkraft. Warum Voldemort jetzt so stark ist, ja, weiß ich nicht. Also er hat jede Season gespielt. Ich denke mal, er hat alle Rathaus-Skins. Was andere Wale natürlich nicht haben. Ne? Dadurch stacken sich ja die Buffs und die Buffs fehlen den anderen Walen. Von daher gibt es ja eventuell bald diesen neuen Shop am Ende der Season, wo du dir die Belohnungen, die bekommst du ja nicht mehr das, was vorgegeben ist, sondern die Belohnungen kannst du dir dann aussuchen. Ja, mittels der die Coins, die du dann erhältst während der Season und am Ende der Season, ne, kannst du im Shop dir dann aussuchen, was du kaufst und eventuell sind auch die fehlenden Skins für die Wale da. Wäre nicht schlecht, weil Voldemort ist echt ja, der King hier. Ja? Aber wie gesagt, ein Wal macht nichts aus, aber Server 20009 hat auch richtig viele andere Wale. Ja? Und Server 20078 natürlich auch. Ja? Jetzt kommt ein bisschen Taktik ins Spiel. Und da werden wir mal gucken, wie wir uns alle so schlagen. Ja? Okay, gut. Wie gesagt, am Montag kommt das Ranglistenvideo. Ja, da gehen wir nochmal die Ranglisten komplett von oben bis Top 20 durch. Alle, die in meiner Season sind, macht euch schick, macht euch schöne Avatarbilder. Ich will ein bisschen was zu lachen haben, ja, vielleicht auch verrückte Namen. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr von diesen Servern kommt. Ja, eventuell grüße ich euch dann. Ich bin gespannt, ja, am Montag öffnet die Season. Türme bauen und zerstören, das Ganze, das kennen wir alle schon.
Und wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß in eurer Season. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ja, wen habt ihr denn als Gegner? Ja? Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo die ganzen Wale hingewechselt sind. Server 2016, da sind ein paar Leute abgehauen. Server 2015 und Server 2013 und ja, weiß ich nicht. Ne? Ich muss da erstmal durchblicken. Okay, gut, das soll es auch erstmal gewesen sein. Wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns am Montag, ja, mit dem Ranglistenvideo und ja, das ist Season X, ja. Aus Season X wird Season X. Bis dann, euer Sultai.